Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie einen Flug planen und eine Route anlegen. Zuerst erstellen wir ein neues Projekt und geben einen Projektnamen ein. Danach öffnet sich eine neue Oberfläche. In der Projektansicht können Sie nun alle Informationen einstellen. Unter dem ersten Punkt Projektbeschreibung tragen Sie die wichtigsten Angaben zu Zeit und Ort des Projektes ein. In diesem Bereich können Sie das Projekt umbenennen oder eine Beschreibung hinzufügen. Sie können das Startdatum und die Deadline anpassen und die Dauer des Projektes festlegen. Direkt darunter finden Sie Optionen, um den Projektstatus zu ändern und die Kategorie festzulegen. Die Kategorie hat keinen Einfluss auf das Projekt und dient nur zur eigenen Einordnung. Zu guter Letzt finden Sie hier den Projekteigentümer. Das ist automatisch immer diejenige Person, die das Projekt erstellt hat. Mit einem Klick auf die Pfeile können Sie den Projekteigentümer ganz einfach wechseln. Durch Auswahl der Flugplanung Karte sehen Sie die Kartenansicht. Dort finden Sie die wichtigsten und am meisten genutzten Features der Karte. Flugraum zeichnen, Flugroute zeichnen, Markierung setzen, Regeln und Vorschriften und den KML-Import. Alle Optionen finden Sie auch wie gewohnt hinter den jeweiligen Reitern rechts auf der Karte im Menü. Zum Starten geben Sie einfach eine Adresse oder Koordinaten in die Ortssuche ein. Suchen Sie das Objekt oder die Fläche, die Sie befliegen wollen. Wir empfehlen Ihnen, einen Flugraum zu zeichnen. Im Flugraum werden alle Flugmanöver durchgeführt. Haben Sie einen Flugraum erstellt, wird er unten unter Flugraum angelegt. Hier sehen Sie die Koordinaten Ihres Flugraumes. Sie können die maximale Flughöhe anpassen. Ein Projekt kann mehrere Flugräume haben. Zum Zeichnen der Flugroute haben Sie mehrere Möglichkeiten. Entweder gelangen Sie über die Schaltfläche oberhalb der Karte, über das Menü hier rechts unter Zeichenwerkzeuge oder unterhalb der Karte bei Flugroute in den Bearbeitungsmodus. Hier finden Sie alle Zeichenwerkzeuge gebündelt. Zeichnen wir eine Route, beispielsweise einmal um das Gebäude herum. Hier sehen Sie jetzt die Koordinaten jedes einzelnen Wegpunktes. Die Höhe und Geschwindigkeit kann für alle Punkte manuell eingegeben werden. Manchmal bietet es sich an, Markierungen zu setzen. Dazu wählen Sie einfach Markierung setzen aus und klicken auf einen Punkt in der Karte. Unten öffnet sich die Schaltfläche Markierung. Hier können Sie Ihrer Markierung einen Namen geben und auch eine Beschreibung erstellen. Des Weiteren können Sie auch Strecken und Flächen vermessen. Bei Koordinaten als Route hinzufügen oder Koordinaten als Marker hinzufügen, öffnet sich eine Eingabemaske, in der sich exakte Koordinaten eingeben lassen. Wenn Sie eine KML-Datei haben, können Sie diese über KML importieren auf die Karte importieren. Wir wünschen sichere Flüge. Ihr Flynex-Team.